Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute kein Update-Video, sondern es geht um eine Sache, die ich schon in den letzten beiden Community-Posts angesprochen hatte. Und zwar kam mir heute Nacht irgendwann die Idee, man könnte ja, um das ganze Projekt finanziell voranzutreiben, auch ein paar andere Sparten aufgreifen. Also nicht nur über Werbung oder Sponsoring, sondern man könnte an euch oder an andere was verkaufen, was sie in ihrer eigenen Stadt oder zu Hause einen Teil der Brickworld nutzen können. Das heißt, ich habe mir gedacht, wir könnten zum Beispiel kleinere Sets mit echten Lego-Steinen haben und darauf gibt es dann eben einen gewissen Aufpreis zum Beispiel, damit eben ein Teil des Geldes hier direkt in die Finanzierung der Welt fließen kann. Das heißt, ihr könnt das Ganze finanziell unterstützen und bekommt noch was dazu. Da habe ich mehrere Ideen gehabt, ich habe von euch auch schon einiges an Feedback bekommen und ich habe mir jetzt schon ein bisschen was überlegt. Ich habe ein bisschen, Kontakte geknüpft, ein bisschen mich umgeschaut und ich habe mehrere Ideen und möchte einfach in diesem Video mal darüber sprechen und einfach nochmal um eure Meinung bitten und vielleicht auch wissen, was ihr gerne hättet. Denn grundsätzlich finde ich, dass ich grundsätzlich Sachen machen möchte, die ich verkaufen möchte, auch im Sinne der Brickworld, die ich auch gerne selber in der Brickworld nutzen möchte. Das heißt zum Beispiel, wenn es jetzt um Sets geht, hatte ich die erste Idee, dass man jetzt was ganz Einfaches machen könnte, zum Beispiel diese Bäume hier vorne. Diese Bäume bestehen aus, ich habe es mal grob überschlagen, ungefähr zwischen 150 und 200 Steinen. Wir haben diese langen, geraden oder in dem Fall gebogenen Stäbe als Ast, ganz viele verschiedene Blätter und darunter noch als Unterkonstruktion diese Leaf-Elemente. Darauf kommen wir ungefähr 150 bis 200 Teile. Und hier wäre jetzt auch schon mal eine Idee gewesen, hatte ich sogar schon angesprochen in einem der Community-Posts, da ich schon öfters darauf angesprochen habe, dass vielen Leuten diese Bäume gefallen, ob ich daraus nicht sogar einen Bausatz machen könnte. Der Vorteil für mich ist, es sind relativ wenig verschiedene Steine, es ist leicht zusammenzubekommen und ich kann da an euch was geben, was Teil der Brickworld ist und ihr könnt es zu Hause selber zusammenbauen, irgendwo in die Stadt stellen und habt dann ein Stück von der Brickworld sozusagen. In dem Fall wäre es so, wir hätten 5 von diesen Stäben, ein bisschen Unterkonstruktion, habe ich euch hier mal gezeigt, mit ein paar 1x2er Plates und dann sehr viele Blätter. In dem Sinne würde ich das so machen, dass hauptsächlich die helleren Blätter kommen und dazu noch einige von den dunkleren, einfach aus preistechnischen Gründen. Ich habe mal grob überschlagen, was mich persönlich im Einkauf so ein Baum kosten würde. Das Zusammenpacken ist jetzt gar nicht mal so die Riesengeschichte, weil es eben relativ wenig Steine sind. Und preislich, damit auch noch sich die Arbeit lohnt und natürlich auch was für die Stadt abfällt, müsste ein Baum ungefähr im Preis von 15 vielleicht bis 17 Euro liegen. Ist die Frage an euch, ob euch das sozusagen wert wäre, einen Baum zum selber bauen zu bekommen aus der Brickworld, vielleicht noch mit Autogramm oder so, mal schauen, und einfach um die Stadt damit zu unterstützen. Wenn das Ganze relativ gut laufen würde, könnte man noch andere kleine Ideen haben. Ihr könnt gerne schreiben, was ihr davon haltet. Eine hatte die Idee, man könnte ja dieses Lagerfeuer haben. Dann hätten wir natürlich eine Kooperation mit Illuminate Your Bricks. Da müssten wir mal schauen, das würde natürlich ein bisschen teurer werden. Aber grundsätzlich könnte man viele Sachen, die es in der Brickworld gibt, so ein bisschen klein nachbauen. Und dann könntet ihr euch daheim ein bisschen was hinstellen und dabei die Stadt unterstützen. Ansonsten, was ich auch noch oft zu hören bekommen habe, war zum Beispiel 2x4er Fliesen mit dem Logo der Brickworld, da könnt ihr irgendwo hinstellen. Das finde ich auch eine gute Idee. Ansonsten, ich persönlich komme jetzt wieder zu dem Punkt, an dem ich mir denke, ich würde gerne was verkaufen, was auch ich selber haben möchte. Und zwar habe ich jetzt mal hier einen Prototypen angefangen von der Brickgate News. Das ist jetzt einfach eine 2x2er Fliese mit einem Aufkleber drauf. Im eigentlichen Fall wäre es natürlich so, dass ich die bedrucken lassen würde, damit die auch wirklich ordentlich sind. Führt natürlich dazu, dass ich ein bisschen mehr Ausgaben hätte, aber es wirkt ordentlicher. Und hier in dem Fall ist es eine Brickgate News vom 18. August 2020. Das ist eine kleine Anspielung auf den Geburtstag, also wirklich den Geburtstag, als die Arbeiten an der Brickworld anfingen. Und hier geht es ums 21. Medieval Festival Starts Today. Also könnte ich selber die Zeitung natürlich in der Stadt nutzen, werde ich wahrscheinlich auch machen. Und ihr hättet für eure Stadt sowas zum Beispiel. Oder ich kann mir auch vorstellen, noch viele andere Fliesen selber herzustellen, weil ich habe ja gemerkt, beim Video auspacken, dass es sehr viele von diesen tollen Fliesen gibt, mit denen man was machen kann. Aber es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, was man mit Fliesen machen kann. Also man kann da ja alles Mögliche machen. Das hier ist, glaube ich, auch noch Aufkleber von Brickpimp.
also so Tablets etc., solche Sachen, würde ich auch gerne selber in der Stadt nutzen. Und dachte ich mir, warum nicht auch einfach anderen daran teilhaben und die könnten dann noch ein bisschen das ganze Projekt unterstützen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt irgendwie um Geld Anführungsstrichen betteln möchte oder so weiter, sondern ihr wisst ja, was der große Plan des Ganzen ist und ich überlege mir einfach, wie sich das Ganze schneller finanzieren lässt. Viele haben mich auch schon mal gefragt nach Bauanleitungen und dergleichen und ich denke immer noch, Bauanleitungen ist natürlich auch eine gute Idee, aber warum nicht gleich die ganzen Steine mitliefern? Das wäre natürlich auch ganz praktisch bei vielen Sets. Wie gesagt, da kann man einiges machen und vielleicht später, wenn wir irgendwann doch mal öffentlich zugänglich sind, könnte man den ganzen Kram auch vor Ort verkaufen. Das Ganze würde über einen Online-Shop laufen und was ich mir auch vorstellen könnte, wären irgendwie Minifiguren. Da muss ich noch mal überlegen, warte ich mal auf eure Ideen, was ich ja auch dort noch im Shop verkaufen könnte. Ich habe noch einiges an älteren Minifiguren, die ich selber nicht in der Stadt nutzen würde. Bevor ich die jetzt irgendwo bei eBay einbringe oder bei Bricklink, was ein riesen Aufwand für mich wäre, könnte ich die auch dort noch verkaufen. Also ich bin gespannt, ob das eine Idee ist, die irgendwo hinführen könnte. Ansonsten glaube ich einfach, dass das eine ganz nette Idee wäre. Einige haben gemeint, man könnte vielleicht noch so kleinere Szenen nachahmen. Zum Beispiel, man könnte die Schallschutzwand, die wir hier haben, ein Stückchen nachbauen als Set. Dann jemanden haben, der gerade ein Graffiti drauf schmiert. Und dann noch vielleicht einen Polizisten, der gerade das sieht. Nur als kleine Szenen, vielleicht so auf 8x8 Fläche, einfach so ab und zu mal zum selber bauen. Einfach so kleine Szenen aus der Brickworld. Dann vorne vielleicht noch mit einer Brickworld Fliese vorne drauf, eine 2x4er, einfach so zum Sammeln oder so, einfach um euch was zu geben, damit ihr auch gleichzeitig das Projekt unterstützen könnt. Also das muss man natürlich gut durchkalkulieren etc. Da habe ich den Vorteil, dass ich ja schon selbstständig bin und in der Hinsicht schon mit Rechnung etc. und Kalkulieren auch ganz gut mit dabei bin. Ist jetzt nicht mit Waren noch eine ganz andere Geschichte, aber würde ich persönlich gerne machen. Also ich habe einfach Lust auch darauf und ich könnte mir vorstellen, dass man daraus auch ein erweitertes Standbein mit der Brickworld machen können, weil ihr wisst ja, der große Plan. Ich will ihn doch irgendwann umsetzen und es ist natürlich ein weit entfernter Plan und deshalb überlege ich mir, ob man damit irgendwo zum Ziel kommen könnte. Also grundsätzlich würde ich tatsächlich mir überlegen, Fliesen in dieser Art zu drucken. Ich müsste jetzt sagen, am Anfang kann ich ja noch nicht so große Margen annehmen, weil ich einfach viel investieren müsste und auch noch nicht weiß, wie viel so in einiger Zeit verkauft wird. Das heißt, so eine Fliese würde, damit sie auch Geld für die Brickworld bringt, wahrscheinlich ungefähr 2 Euro kosten. Wo ich sagen muss, ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, auch bei anderen Leuten, die bedruckte Fliesen verkaufen. Bei denen sind die Preise jetzt auch nicht günstiger. Also ich bin jetzt nicht irgendwie im oberen Teil des Marktes. Aber was mich persönlich auch wirklich interessieren würde, ist die Sache mit den Bäumen. Ich glaube, das wäre eine ganz nette Geschichte für euch auch. Und auch diese kleinen Szenen vielleicht. Man könnte vielleicht, das ist natürlich viel Aufwand, jeden Monat vielleicht sowas rausbringen, vielleicht auch limitiert, hahaha. Ja, ihr könntet dann einfach so ein bisschen Brickworld bei euch zu Hause sammeln als kleines Andenken, vielleicht auch wenn man es später, wie gesagt, mal besuchen kann und ihr würdet eben damit direkt das ganze Projekt unterstützen. Ich rede jetzt schon fast 10 Minuten. Wie gesagt, das war jetzt einfach nur mal ein bisschen Brainstorming auf das Brainstorming, das es schon in der Community-Post gab. Und ihr könnt mir jetzt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Custom-Minifiguren war auch noch so eine Sache. Da könnte man auch irgendwie was bringen. Einfach so Stadtbewohner, die vielleicht ein bisschen was Besonderes sind. Und vielleicht auch einfach Stadtfiguren sind, die auch hier in der Brickworld zu finden sind. Also man könnte jetzt eine Figur erstellen in, 20, 30, 40, 50-facher Menge. Ich weiß ja noch nicht, wie groß die Abgaben sein werden. Und dann wird es hier eine Figur in der Stadt geben und ihr könnt die ebenso kaufen. Also ich glaube, das wäre auch eine ganz nette Geschichte. Einfach so Brickworld at Home, könnte man das Ganze sogar nennen. Ja, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Wie gesagt, ihr habt mir schon ein bisschen Feedback in den Kommentaren unter den Community-Posts gebracht. Aber jetzt würde ich einfach gerne nochmal... Ich habe ein bisschen drüber gesprochen mit euch, habe ein bisschen was durchgeplant schon mal. Und schreibt mir gerne dazu Kommentare. Ansonsten denke ich, dass wir vielleicht nochmal einen Livestream diese Woche haben. Und ansonsten sicherlich auch noch ein Update-Video. Dann bis dahin natürlich, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank schon mal im Voraus für die ganzen Kommentare, die hoffentlich kommen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, dass man das so ein bisschen vorantreiben kann, auch zum großen Ziel. Und dann sage ich, bleibt gesund, viel Spaß beim selberbauen, vielleicht bald mit Brickworld Sets. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!